Hallihallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Gabriele von Konga-Bären Konga-Crafts. Hier ist mein Zaubermeister aus speziellem Ton und wenn man das ineinander legt, dann reibt das doch schon ein bisschen. Und dafür möchte ich einen Deckelschutz nähen. So wie den hier. Man kann den Deckelschutz einfach so zwischen Topf und Deckel legen und oder als Untersetzer verwenden. Und damit es noch besser zwischen Topf und Deckel passt, kann man ihn hier zu einem kleinen Dreieck falten. Und schon passt der Deckel noch perfekter drauf. So ist alles geschützt und nimmt kaum Platz weg. Möchte man ihn nicht als Untersetzer verwenden, sondern nur rein als individuellen Deckelschutz, dann kann man beim Zuschneiden hier ein Dreieck rausschneiden und zusammennähen. Also hier beim Schnitt einfach eins rausschneiden, ein Dreieck und zusammen. Und natürlich könnt ihr den Deckelschutz auch als Pfannenschutz verwenden. Und wenn ihr Töpfe in die Pfannen stellen wollt, geht das natürlich auch. Möchte man ihn auch als Untersetzer verwenden, dann sollte man Thermolam und nicht wie ich hier Style-Fill verwenden. Da mein Stoff ziemlich dünn ist, brauche ich sowieso eine Einlage. Und habt ihr dicken Stoff, braucht ihr die Einlage nicht unbedingt. Nun zum Berechnen. Zuerst müssen wir unseren Deckel ausmessen. Er nimmt durch die Höhe ja im Topf Platz weg. Also wie hier, ihr seht, wie der Deckel gleich da drin verschwindet. Wupp, weg ist er. Würden wir den normalen Durchmesser messen, wäre der Deckelschutz zu klein. Und deshalb müssen wir von einer Seite zur anderen über dem Deckel messen. Das sind hier bei mir 27 cm. Und für etwas Luft habe ich noch einen Zentimeter dazugegeben. Also mein Kreis hat einen Durchmesser von 28 cm, weil ich auch anschließend Schrägband drumherum nähe. Wollt ihr kein Schrägband verwenden, sondern das Ganze zusammennähen und wenden, müsst ihr noch zusätzlich 2 cm als Nahtzugabe zugeben. Da ich das Ganze quilte und alles nach dem Quilten etwas kleiner wird, nehme ich ein Quadrat, das 3 cm größer als der Durchmesser meines Kreises ist. Also ringsum oder rechts und links 1,5 cm größer. Das Nähen und Schneiden ist später einfacher, als wenn ihr gleich einen Kreis ausschneidet, aber ich zeige das euch noch. Also mein Quadrat hat eine Seitenlänge von 31 cm. So, und jetzt kann es dann losgehen. Ich habe jetzt zweimal Stoff und einmal Style-Fill oder Thermolam in Größe des Quadrates zugeschnitten. Ein Stoffteil mit der rechten Seite nach oben auf das Style-Fill legen und glatt streichen. Dann umdrehen und das zweite Stoffteil auch mit der rechten Seite nach oben auf das Style-Fill legen und glatt streichen. Jetzt möchte ich ja quilten, also einfache Schlangenlinien, zum Beispiel längs und quer. Ihr könnt das Ganze nähen, wie ihr wollt, gerade, diagonal, das bleibt euch überlassen. Und dazu muss alles gut fixiert werden, damit der Stoff beim Nähen nicht verrutscht. Ich stecke in den Ecken und am Rand einige Nadeln. Achtet darauf, dass auch der untere Stoff immer glatt liegt. Nun mit dem Trickmarker, dessen Linien nach einiger Zeit verschwinden, die Linien aufzeichnen. Mit einer Stichlänge von mindestens 3 die Linien entlang nähen. Und wenn ihr von den Linien etwas abdriftet, ist das gar kein Problem, da diese ja später verschwinden und niemand sieht, dass ihr von den Linien abgekommen seid. Ist ein bisschen wie Freihandquilten, was ihr natürlich auch machen könnt. Wie gesagt, die Linien verschwinden, da mit Trickmarker gezeichnet. Nun den Kreisschnitt auflegen und mit einem Stift drum herumfahren.
Jetzt außen mit ca. 0,3 bis 0,5 cm Abstand zur Kreislinie entlang nähen und anschließend innen auch mit 0,3 bis 0,5 cm Abstand zur Kreislinie nähen. Mit der Schere genau an der Kreislinie entlang den Kreis ausschneiden. Durch das Innen- und Außennähen geht es mit dem Schneiden leichter, da der Stoff durch das dicke Style-Fill nicht aufspringt. Den Tipp habe ich von Annie Unrein. Nun zum Schrägband. Es sollte ca. 2 cm länger sein als der Umfang. Das ist vorne und das ist hinten, obwohl das in diesem Fall egal ist. Das Schrägband auffalten und ein Ende diagonal einschlagen und an der Faltlinie abschneiden. Und dann ca. 0,5 cm nach innen falten. Und den überstehenden Zipfel abschneiden. Und nun rechts auf rechts an der Kante entlang auflegen und mit einer Klammer erstmal fixieren. Das restliche Band nicht klammern oder stecken. Nach und nach hier festnähen, in der Falte vom Schrägband nähen. Mein Patchwork-Fuß hat von der Nadel zum Füßchenrand 0,5 cm, was genau passt. Und das Band nicht unbedingt ziehen, sondern locker an der Kante entlang führen. Wenn ihr eine leichte Wölbung wollt, dann könnt ihr das Band ein klein wenig ziehen beim Nähen, aber nur ein bisschen. Und immer schön langsam nähen, dabei immer wieder das Schrägband ausrichten, dass es schön sauber an der Schnittkante entlang liegt. Wieder am Anfang angekommen, über den Anfang ca. 1 bis 2 cm drüber nähen. Dann abschneiden und weiternähen und verriegeln. Nun das Schrägband über den Rand auf die andere Seite stülpen. Anfang und Endteil schön ineinander legen, umklappen und klammern. Das Schrägband über die Vornaht legen, damit diese verdeckt wird. Und mit 0,6 cm Abstand zum Rand nähen. Und immer schön langsam nähen, immer wieder das Band zurechtlegen. Wieder am Anfang angekommen, verriegeln. Anschließend den Rand gut bügeln. Ihr seht die leichte Wölbung, dadurch, dass ich das Band beim Nähen leicht gezogen habe. Und fertig, schon können wir es benutzen. Einfach reinlegen oder als Untersetzer oder eingeklappt etwas flacher, wie vorhin schon mal gezeigt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!